Wir sind mal wieder in Deutschland unterwegs und zwar geht es nach Baden-Württemberg und dort geht es zur Firma RSM. Das ist unser Fahrradhändler. Dort gibt es einige Neuigkeiten und wir wollen auch unsere Fahrräder dort warten lassen. Herzlich willkommen zu diesem Video. Wir sind Anfang August gestartet. Bis nach Baden-Württemberg zu unserem Ziel sind es ca. 750 Kilometer. Da haben wir natürlich einige Zwischenstationen eingelegt. Unter anderem waren wir an der Mosel auf einem großen Campingplatz. Darüber gibt es aber ein spezielles Video demnächst. Dann haben wir einen einfachen Parkplatz nicht weit von der Autobahn 61 genutzt für eine Übernachtung. Dieser Platz liegt in der Höhe von Ludwigshafen. Es handelt sich um eine große einfache Wiese. Dort grenzt an ein See und auch ein Campingplatz. Es handelt sich hier um einen einfachen Parkplatz. Das Übernachten ist hier erlaubt und ist auch kostenpflichtig. Man zahlt hier 10 € für ein Mobil. Es gibt hier keinerlei Infrastruktur, also keine End- und Versorgung und auch keinen Strom. Bis zum See sind ca. 200 Meter. Der See ist ein Badesee, also wenn man jetzt hier ankommt und wie es in diesem Fall war, es war sehr warm, heiß kann man sagen, kann man natürlich hier dann schnell nochmal in den See springen, bevor man sich dann zu Bett legt. Es gibt hier verschiedene gastronomische Betriebe, wie die Qualität dort ist, weiß ich nicht, wir haben dort nicht gegessen und getrunken. Alle Daten zum Platz findet ihr unter dem Video im Text. Hier sieht man den Parkautomaten, hier bezahlt man seine Stellplatzgebühr. Am nächsten Morgen ging es weiter. Wir haben dort gut geschlafen auf diesem Stellplatz oder Parkplatz. Und so geht es weiter. Unser nächstes Ziel ist 150 Kilometer entfernt. Und zwar in Neuried-Ichenheim. Dort ist die Firma RSM oder ich muss besser sagen ASW angesiedelt. Neuer Standort. Aber dazu später mehr. Wir durchfahren jetzt den Ort Neuried-Ichenheim. Das Unternehmen, wo wir hinwollen, liegt in einem Gewerbegebiet, etwas außerhalb vom Ort und da sind wir jetzt auf der Zufahrt. Hier links sehen wir jetzt die Einfahrt zum Stellplatz und auch zu der Firma ASW. Die Firma hieß ja ehemals RSM, jetzt gibt es einen neuen Inhaber, das ist Andy. Andy hat hier einen neuen Standort aufgemacht und gleich mit einem Stellplatz dazu. Am Samstag, den 10. August, ist hier eine große Eröffnungsparty mit einem Tag der offenen Tür. Am Samstagmorgen sind dann alle Plätze hier auf dem Stellplatz belegt. Es geht sogar bis hinten hin. Dort gibt es noch eine Wiese. Auch dort stehen jetzt Wohnmobile. Wir sind hierher gefahren, einmal um am Tag der offenen Tür bei diesem neuen Standort der Firma RSM bzw. ASW teilzunehmen. Aber auch sollen unsere Fahrräder einer Inspektion hier unterzogen werden und das soll dann im Laufe der nächsten Woche bzw. am Dienstag dann gemacht werden. Wir fahren ja seit mehr als 6 Jahren jetzt das Fabrikat RSM und seit einem Jahr das Modell Mobi Cross. Später noch ein bisschen mehr zur Inspektion des Fahrrads und zu dem Modell. Jetzt aber mal hin zu dem neuen Inhaber. Den durfte ich ein paar Fragen stellen und da hören wir jetzt mal rein. Ich stehe hier mit dem neuen Inhaber der ehemaligen Firma RSM auf dem Hof oder auf dem neuen Betriebsgelände dieser Firma. Der neben mir steht, ist der neue Inhaber. Der stellt sich immer kurz vor. Ja, hallo, Harko, ich darf dich recht herzlich begrüßen an unserem neuen Standort von der Firma ASW Bike GmbH, Hersteller und Händler von der Firma RSM, von den Mobilisten. Ihr kennt sie ja schon einige Jahre. Ne? Und ich bin der Andi, ich war seit 2017 Angestellter bei der Firma RSM und habe das jetzt ja sozusagen weitergeführt im Namen von der Michael und Regina Schwendemann, die Gründer von RSM. Ja, und jetzt haben wir ein bisschen was umgebaut. Wir haben jetzt hier ein neues Gelände mit 5000 Quadratmeter Außengelände. Dann haben wir 100 Quadratmeter Showroom, 400 Quadratmeter Lager, 40 Quadratmeter Werkstatt für unser Service, wo wir anbieten. Ja,
So ist mal das Grobe, sage ich jetzt mal, genau. Jetzt findet ihr, vorher wart ihr in der Kanonengasse hier in Neuried. Genau. Jetzt seid ihr hier auf der Alm 1. Jawohl. Ist der neue Standort. Genau. Alles findet jetzt hier statt. Hier wird auch der Service für die Fahrzeuge oder Fahrräder gemacht. Ja. Und der Verkauf ist natürlich auch, wie du schon gesagt hast, ist jetzt auch hier. Genau. Und zusätzlich haben wir jetzt darüber auch nochmal Wohnmobil-Abstellmöglichkeit geschaffen für circa so 18 bis 20 Wohnmobile. Das ist vorerst jetzt mal nur für meine Kunden und Interessenten und natürlich auch kostenlos. Also wenn jetzt mal ein Kunde kommt, ein Bestandskunde, wo Inspektion hat, dann kann er da hinstehen, das Rad abgeben, kann eine Nacht übernachten und dann am nächsten Tag nimmt er das Rad einfach wieder mit. Ja. Genau, man kann hier zu euch kommen, eine Probefahrt machen. Genau. Wenn man will, dann kann man auch hier übernachten. Jawohl. Braucht man sich nicht einen neuen Platz suchen. Oh, jetzt kriegen wir hier etwas Betrieb. Ja, gehen wir mal kurz zur Seite gehen, ja. Und das ist natürlich alles viel schöner, wenn man einen Stellplatz hat, dass man nicht erst einen suchen muss. Man kann dann hier stehen. Aber es gibt noch keine End- und Versorgung. Nein, das ist alles noch in Planung, in der Bauphase sozusagen. Klar, das muss man alles auf dem Amt abklären lassen, ob es das überhaupt möglich ist. Aber ich bin da schon guter Dinge. Aber das ist geplant, so sagen wir mal Mai nächsten Jahres werden wir da schon das umgesetzt bekommen. Ja, nun sprechen wir mal über euer Angebot. Das sind die E-Bikes, die ihr verkauft hier. Speziell gibt es, wie ich fahre, ein Mobicross, dann gibt es XR und so weiter. Jetzt hast du auch ein neues Produkt im Angebot. Erzähl kurz. Ja, das ist unser Mobi-Trike. Das ist das Dreirad eben für Leute mit Handicap. Sind einige Kunden, wo schon uns angefragt haben, Mensch, Andi, könnt ihr da mal schauen und dies und jenes. Jetzt haben wir endlich mal ein Muster da. Also wer Interesse hat, kann uns gerne besuchen hier auf der Alm 1 in Neuried, Ichenheim. Telefonnummer anrufen am besten vorher und einen Termin ausmachen. Die Rufnummer ist die 07807 955 712. Und dann machen wir einen Termin miteinander aus, dann kann man das auch ausgiebig testen. Natürlich alles kostenlos. Aber ihr habt auch normale Geschäftszeiten hier. Genau, die sind von 8 Uhr bis 12 Uhr und von 13 Uhr bis 16 Uhr. Wunderbar. Ja, Andi, ich denke, das reicht erstmal für den Anfang. Danke für deine Ausführung. Wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit dem Unternehmen. Du bist ja schon länger dabei, ja, Fachmann auf dem Gebiet. Und ja, dass es so weitergeht für dich. Ja. Danke. Vielen Dank und ich wünsche euch allzeit gute und sichere Fahrt. Dankeschön. Dankeschön. Bei herrlichem Wetter und Sonnenschein und sehr hohen Temperaturen gab es Bier vom Fass und andere Getränke. Und es gab auch was zu essen, und zwar Bratwurst und Steaks. Und das haben natürlich viele hier genutzt. Viele Camper kennen sich hier untereinander. Das ist so ein bisschen wie eine große Familie hier. Man trifft sich hier. Sie sind nicht nur gekommen hier, um jetzt Fahrräderprobe zu fahren, sondern mehr oder weniger, um sich hier auch zu treffen. Die Veranstaltung endete dann am Samstag späten Nachmittag, aber wer wollte, der durfte auch hier bleiben. Das haben wir auch gemacht. Man kann hier nämlich sehr gut mit dem Fahrrad fahren. Der Rhein ist nur 2,5 bis 3 Kilometer von diesem Standort entfernt. Es gibt hier aber in der gesamten Region verschiedene kleine Seen oder Baggerseen oder Badeseen. Die Möglichkeit haben wir genutzt und sind mit dem Fahrrad dorthin gefahren. Und zwar ist das nicht weit entfernt, wenige Kilometer. Und ja, das ist mehr oder weniger so ein Geheimtipp. Und da gibt es dann ganz glasklares Wasser. Und natürlich bei diesen Temperaturen war das Wasser schön warm. Und so haben wir die Möglichkeit genutzt, dort mal schwimmen zu gehen. Es gibt hier verschiedene Badeseen. Wie sie alle nun genau heißen, das weiß ich nicht. Da muss man mal vielleicht bei Google schauen, dann findet man das. Nach dem Wochenende waren die meisten Camper abgefahren. Wir sind noch geblieben, ganz einfach, weil wir die Inspektion noch an unseren Rädern machen lassen wollten. Ja, und für die Inspektion oder Wartung ist der René im Unternehmen zuständig und dem habe ich dann so ein bisschen auf die Finger geguckt und Fragen gestellt, was alles so gemacht werden muss. Ja, hallo René, ich bin jetzt bei euch hier in der Werkstatt und mein Fahrrad steht hier. Und da wird eine Wartung durchgeführt nach einem Jahr. Genau. Erzähl uns vielleicht mal kurz, was wird da gemacht? Also wir machen den großen Kundendienst, da schauen wir die Elektronik an, ob es ein Update gibt dafür oder nicht. Dann wird die Reifendrücke, Bremsanlage, die Kettenschaltung, die Luftfederung, wird alles überprüft, ob alles nur ordnungsgemäß ist. Und wenn du uns eventuell sagst, was dir aufgefallen ist,
Das tun wir dann auch noch gleichzeitig beheben. Okay, das Ganze dauert wie lange etwa? Eine gute Stunde sollte man mit einrechnen, bis alles erledigt ist, also eine gute Stunde Zeit. Ja. Wenn es keine größeren Operationen gibt, wie zum Beispiel Hinterradwechsel oder der Reifen, der Mandelwechsel will, dazu benötigt man immer ein bisschen extra Zeit. Von dem her wäre es auch gut, wenn das als mal erwähnt wird oder so, weil das kostet dann schon Zeit, wenn 2 Reifen zu wechseln wäre. Ja. Aber ansonsten rein der Kundendienst ist eine gute Stunde. Ja, okay. Das heißt, man macht hier einen Termin bei dir. Genau. Und dann kann man kommen. Ihr habt ja mittlerweile den Stellplatz hier vor der Tür. Ja, sehr und dann schön. kann man dort stehen, auch übernachten, wenn man möchte. Jawohl. Und dann kann man das hier durchführen lassen und dann, wenn es fertig ist, wieder weiterfahren oder vielleicht noch eine Nacht bleiben. Genau, aber wir schauen immer so, dass wir so 3 bis 4, jetzt habe ich auch noch einen zweiten Partner gekriegt in die Werkstatt, das können wir gleich ein bisschen mehr Werkstattaufträge abarbeiten, aber so im Schnitt schaffe ich gute 3 bis 6 Räder am Tag und von dem her schauen wir auch immer, dass die Kunden gleich dann wieder weiter können. Genau. Wunderbar. Danke dir soweit, René. Bitte. Ja, also du sagst, da gehören 2,2 Bar etwa drauf. Genau, Ja. also der Mandel ist ausgelegt für 2,2 Bar, das hast jetzt du gerade so drin. Ja. Wenn da viel im Süden, wo es heiß ist oder so, würde Ja. ich eher auf 2,1,8 runtergehen oder so, dass ich die Luft auch gleich ein bisschen ausdehnen kann. Nicht, dass dann sonst doch irgendwie mal was passiert. Ne? Und man kann so bis 1,5 ist eigentlich auch noch recht angenehm vom Fahrer, dann fährt auch der Reifen nochmal. Weniger wie 1,5, also mit einem Bar, was man auch schon oft sehen, würde ich jetzt nicht, weil dann hast du doch ein schwimmiges Gefühl Ja. und lieber ein bisschen praller satter Reifen. Dann ist auch die Fahrweise ein bisschen angenehmer. Ne? Dann schwimmt es nicht sozusagen. Ne? Und deswegen machen wir so gute 2 Bar, so 1,8, 2 Bar machen wir rein. Okay. Nebenbei immer noch ein kleines bisschen Luft nach oben. Ja. Nach etwa einer Stunde war alles erledigt. Dann bekam ich noch einen Computerausdruck mit den Details, was alles gemacht wurde an dem Rad, was gewartet wurde und ob alles oder dass alles okay soweit ist. Wir sind am selben Tag dann noch weitergefahren. Unsere Tour geht weiter durch Deutschland. Wir werden noch weitere Stell- und Campingplätze anfahren und natürlich werde ich immer weiterhin auch noch darüber berichten. Ich sage mal wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.